Hast du dich jemals gefragt, wie viel deiner kostbaren Zeit du wirklich in deine Lieblingsspiele investierst? Wir tauchen ein in das faszinierende Konzept des Time Value. Ich zeige dir, wie du dir deiner virtuellen Zeit bewusster wirst, um maximale Freude und Fortschritt zu erzielen. Bleib dran und schau dir an, wie du deine Gaming-Sessions in wertvolle Erlebnisse verwandelst. Im Endeffekt könnt ihr euch eure Zeit wie eine Ingame-Währung vorstellen oder Erfahrungs- oder Skillpunkte, quasi wie eine Ressource, die eingesetzt wird, um ein bestimmtes Ziel im Spiel zu erreichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Spiel jetzt 10, 20 oder 100 Stunden lang ist. Eigentlich kommt es darauf an, ob die Spiele unsere Zeit respektieren. Stichwort Time Value. Deine Zeit kann aktiv mit Spielen des Spiels verbracht werden oder indem man passiv sich zum Beispiel Guides oder irgendwelche Videos oder Builds raussucht. Im Endeffekt wägt man die ganze Zeit ab, was einem wichtig ist, wenn man spielt. Wenn man zum Beispiel grinden muss, fragt man sich, ob es das jetzt wert ist. Man könnte ja auch zum Beispiel die Hauptstory weitermachen oder neue Dinge erleben. Außerdem kann Grind entweder belohnt sein oder sich nach Arbeit anfühlen. Wenn man zum Beispiel ohne Grind im Spiel nicht weiterkommt, respektiert meiner Meinung nach das Spiel die Zeit des Spielers überhaupt nicht. Dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Graveyard Keeper, das kennen vielleicht einige von euch. Das ist so ein kleines Pixel-Art-Game, in dem man, ja, sag mal, seinen Friedhof irgendwie klar Schiff halten muss. Und das hat halt auch ganz viel mit Crafting und Grinden zu tun. Und um da eben weiterzukommen, brauchte man immer irgendwie noch irgendwas. Und ja, was man aber einfach noch nicht hatte und sich dann erstmal ergrinden musste, irgendwelche Ressourcen sammeln musste. Und dann hat man gemerkt, okay, dafür brauche ich aber jetzt wieder was anderes. Und das hat halt einfach extrem lange Zeit gedauert. Und irgendwann war das so ermüdend für mich, dass ich das Spiel dann tatsächlich abgebrochen habe. Aber Spieler empfinden natürlich unterschiedliche Dinge als wertvoll oder Zeitverschwendung in Spielen. Also es gibt ja zum Beispiel Leute, die machen nichts anderes als irgendwelche Speedruns. Also für mich wäre das jetzt so gar nichts. Aber das gibt es ja. Und ja, ihnen gibt das wahrscheinlich irgendwie das meiste im Spiel. Dann gibt es aber auch wieder diejenigen, die irgendwie lieber jeden einzelnen kleinen Pixel einer leeren Höhle erkunden, weil man könnte ja irgendwas verpassen. Das ist zum Beispiel meine Freundin. Ich krieg regelmäßig die Krise, wenn ich der beim Spielen zugucke, weil die guckt wirklich 5-mal in jede Ecke, obwohl da einfach nichts ist. Also ich denke mir immer so, was zum Teufel machst du da? Aber gut, es ist halt ihre Art zu spielen, muss ich respektieren. Ich meine, ich schaue manchmal einfach zu und krieg dann gelinde gesagt die Krise und mach dann wieder was anderes. Aber ja, jeder spielt halt einfach anders, ne? Aber der Punkt ist, Spiele wissen heutzutage oft sehr genau, wie sie uns bei der Stange halten. Ihr kennt die alle, die Lootboxen, die Erfahrungs- und Skillpunkte, ständig neue Ausrüstung, überall blinkt es, irgendwelche Einblendungen, tägliche Quests. Also man hat ja wirklich irgendwie immer das Gefühl, dass man irgendwas verpassen könnte und man irgendwie irgendwelche Fortschrittsbalken füllen muss. Das ist ja gerade in Multiplayer-Spielen so. Und die Frage ist einfach wirklich, die wir uns stellen sollten, ist das wirklich erfüllend oder ist das im Endeffekt nur Fast-Food-Gaming? Machen diese Belohnungen euch überhaupt dauerhaft glücklich oder machen sie, ja, euch eigentlich eher frustriert, weil ihr einfach die ganze Zeit hinter irgendwas herrennt? Oder wollt ihr nicht viel lieber gut geschriebene Storys und reichhaltige Welten, in die man eintauchen kann? Aber wie sagt man so schön, Zeit ist Geld. Und das kennen wir ja sogar aus dem wahren Leben. Und da muss man sich auch echt mal klar werden, machen wir im wahren Leben Dinge, die ja uns einfach nur Zeit rauben, aber gar keinen Spaß machen? Außer vielleicht arbeiten, aber gut, dafür kriegt man ja in der Regel auch irgendwie Geld, statt Geld zu investieren. Aber mal ernsthaft, kein Mensch würde doch in echt irgendwelche Dinge machen, die ihn Geld kosten, aber eigentlich nur total annerven, oder? Fragt euch das mal wirklich. Und damit kommen wir dann zum zweiten Punkt, und zwar der Zeitverschwendung. Also ein Hauptgrund für Zeitverschwendung sind meiner Meinung nach repetitive Aufgaben im Spiel. Also
wenn ich mal überlege, letztens habe ich Assassin's Creed Shadows gespielt und ich war wirklich extrem schockiert über diese ganzen Wiederholungen in dem Spiel. Also wirklich jegliche Aussichtspunkte, die man dort irgendwie finden konnte, sahen irgendwie alle gleich aus. Also gefühlt gab es in dem Spiel nur 3 Models und ja, die haben sich dann irgendwie abgewechselt. Und zu allem Überfluss waren die dann auch noch meistens in irgendwelchen feindlichen Burgen, was mich halt richtig angekotzt hat, weil man dann noch mehr Zeit dafür aufwenden musste, weil man ja erstmal da rein musste, dann musste man die Burg clearen, was natürlich seine Zeit gedauert hat, weil man muss das ja alles im Stealth machen, sonst geht man ja drauf, weil man kriegt ja sofort auf die Fresse, wenn man im offenen Kampf ist bei Assassin's Creed Shadows. Und das war halt einfach so, man konnte nicht mal sagen, okay, ich hole mir mal eben noch da vorne den Schnellreisepunkt. Also in alten Assassin's Creed-Teilen war es ja auch manchmal so, dass ein Schnellreisepunkt irgendwo in einer feindlichen Basis war. Aber also in Shadows ist es wirklich extrem häufig. Also fast alle Punkte gefühlt sind in irgendwelchen feindlichen Basen. Und ja, mich hat das extrem angenervt, weil ich das Gefühl hatte, das Spiel respektiert überhaupt nicht die Zeit, die ich da rein investiere. Und außerdem konnte man im Endeffekt jegliche Open-World-Aktivitäten in dem Spiel auf, ja, nur so eine Handvoll Aktivitäten runterbrechen. Also meistens waren das wirklich nur irgendwelche generischen Aufgaben von wegen töte X davon und dann waren das auch immer gleich 50 oder so, also total übertrieben oder bete an irgendwelchen Schreinen, wo man dann irgendwann beim 5. Mal gedacht hat, okay, das habe ich doch schon 4 Mal gemacht, also was ist jetzt gerade daran anders als ja die 4 Male vorher? Und passend dazu kommen wir auch direkt zu nervigen Mechaniken. Ja, in Assassin's Creed Shadows gibt es im Endeffekt gar kein richtiges Quest-Journal. Das fand ich ganz schlimm. Im Endeffekt gibt es nur einen Baum mit Bildern, in dem man halt hin und her scrollen muss und die ganze Zeit einfach nur das Bild hin und her schiebt. Und das ist einfach absolut umständlich und super unübersichtlich. Das hat mich mega angenervt. Ich hätte lieber irgendwie einfach nur die klassische Liste gehabt, wo dann steht, okay, du musst jetzt das, das und das machen und das sind deine Quests. Also das war wirklich, also auf den ersten Blick war es cool anzusehen, aber als ich dann verstanden habe, okay, das ist jetzt auch mein Questlog, habe ich gedacht, echt jetzt? Und dann gibt es auch noch so Spiele wie Starfield, aka Ladebildschirm-Simulator, wo man ja ständig irgendwelche Loading-Screens sieht, egal ob man ein Haus betritt, verlässt, Stadtteil wechselt, mit dem Raumschiff landet oder abhebt oder das System wechselt, ständig wird geladen, kostet alles Zeit. Und wenn das auch nur ein paar Sekunden sind, aber rechnet das doch mal hoch auf so eine Gaming-Session, wenn einem immer irgendwie 5 bis 10 Sekunden alle paar Minuten geklaut werden. Also das ist wirklich extrem viel, ja. Und das Spiel wurde meiner Meinung nach diesbezüglich auch echt zu Recht kritisiert. Also das hat man auch wirklich häufig in den Steam-Rezensionen gelesen, dass die Leute das einfach total angenervt hat. Zumal es auch wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß ist heutzutage. Also da gibt es, glaube ich, wirklich andere Möglichkeiten, wie man das ein bisschen kaschieren kann, dass jetzt das Spiel gerade laden muss. Wo wir gerade bei Ladebildschirmen sind, kann es aber natürlich andersrum auch genauso schlecht sein, wenn keine Schnellreise vorhanden ist. Ja, klar, Schnellreise kostet Ladezeit, aber im Endeffekt spart ihr ja unterm Strich Zeit, weil ihr ja nicht irgendwo selber hinrennen müsst. Aber wenn das dann so ein Spiel ist, was euch von ganz oben links nach ganz unten rechts schickt und das irgendwie ständig, dann fragen wir uns auch irgendwann so, was das eigentlich soll. Ist das hier gerade Beschäftigungstherapie? Also, ich finde, solche Mechaniken können echt dazu führen, dass wir uns einfach fühlen, als hätten wir unsere Zeit auch irgendwie sinnvoller verbringen können. Und ich glaube, das ist wirklich das schlimmste Gefühl, was uns ein Spiel irgendwie geben kann. Und ich frage mich einfach, was der Sinn dahinter ist, da die Spieler das ja irgendwie schlecht bewerten werden. Also das sehen wir ja zum Beispiel an Starfield. Und die Leute merken sich das dann auch für die zukünftigen Spiele und ja, und meinen dann eventuell entsprechende Entwickler oder Publisher. Ja, also ich meine, Stichwort Ubisoft-Formel, ja, das kennen wir wirklich alle. Die Leute meiden teilweise Ubisoft-Titel wie der Teufel das Weihwasser. Dann gibt's noch die schöne Fear of Missing Out. Was bedeutet das?
ja, das ist halt einfach die Angst, dass ihr irgendwas verpassen könntet, wenn ihr jetzt nicht genau das tut. Das gibt's natürlich ganz stark in MMOs oder in Multiplayer-Titeln, in denen man sich natürlich direkt mit anderen vergleichen kann, weil man die Leute einfach sieht, wie sie da rumrennen und rumstehen und dann denkt, oh, Hans-Georg hat schon den geilen Skin aus diesem Event. Den brauche ich auch unbedingt. Und ja, schon ist man im Hamsterrad drin und ja, grindet den ganzen Abend und ja, möchte einfach auch dasselbe haben wie Hans-Georg. Dieses Gefühl hatte ich tatsächlich früher extrem stark in WoW. Also ich hatte wirklich in meiner Jugend, vielleicht einige von euch auch, es ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, zumindest in unserem Alter, dass man einfach damals in WoW, da gab es ja auch tägliche Quests und Events und so weiter oder die neuen Raids. Und wenn man dann einfach gesehen hat, so, boah, krass, der hat schon diese coole Rüstung oder das neue Mount aus dem aktuellen Raid, man wollte das einfach auch haben. Und das entwickelt sich dann einfach so eine extreme Sogwirkung, die ja manchmal sogar süchtig machen kann. Und das ist ja manchmal sogar, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Da muss man wirklich gucken, dass man da auch irgendwie versucht, ein bisschen auf die Bremse zu treten bei sich selbst. Aber Spieleentwickler wären ja nicht Spieleentwickler und vor allem Geschäftsleute, wenn sie nicht ja, uns ein paar Abkürzungen anbieten würden, um an diese angesagten Items zu kommen, nämlich Microtransactions. Und ja, das ist wirklich die Pest der Spiele heutzutage, weil die Entwickler das ja wirklich ganz geschickt und ganz gezielt einsetzen, um euch dann an der Nase herumzuführen, damit ihr einfach jetzt Geld ausgebt, damit ihr an Item XY jetzt ein bisschen schneller drankommt oder weil Item XY noch cooler aussieht als das, was Hans-Georg gerade anhat. Und erst recht, wenn eure Zeit knapp ist oder ihr etwas extrem dringend haben wollt, dann ja, greift ihr vielleicht lieber zur Geldbörse, als die Zeit zu investieren. Denn, wie wir ja festgestellt haben, Zeit ist ja bekanntlich Geld. Und hier wird extrem klar mit unserer Psyche gespielt und unsere Denk- und Handlungsweisen, ja, ich würde schon sagen, manipuliert und auch schamlos ausgenutzt. Gott sei Dank geht aber heute ja der Trend der Gamer ja in die Richtung, diesen Spielen auch den Rücken zu kehren, beziehungsweise direkt von vornherein einfach diese Spiele zu meiden. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist, damit die Entwickler auch einfach mal merken, dass sie nicht alles mit uns machen können. Ich meine, wir haben uns ja wirklich im letzten Jahrzehnt, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich genug gefallen lassen. Und ich glaube, jetzt reicht es auch mal und jetzt müssen wir wirklich mal auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht, liebe Leute. Ziehen wir also ein kurzes Fazit jetzt am Ende. Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall schon, bevor wir irgendein Spiel kaufen, prüfen, ob das eventuell irgendwelche fraglichen Mechaniken besitzt. Also wir können zum Beispiel die Rezensionen lesen auf Steam oder auch irgendwo anders. Ich meine, es gibt ja nicht nur Steam. Oder wir können uns auch irgendwelche Medienreviews bei, keine Ahnung, GameStar oder PC Games Hardware oder wie sie nicht alle heißen, angucken oder durchlesen. Wir können Videos gucken auf YouTube oder irgendwelche normalen Let's Plays, vielleicht sogar besser, weil ja, dann können wir sogar rohes Gameplay sehen. Und vor allem bei Multiplayer-Titeln und MMOs sollten wir wirklich verstärkt darauf achten, weil gerade das sind natürlich die Spiele, die uns irgendwie bei der Stange halten wollen, weil die meistens, naja, das Geld eben dadurch generieren, dass ihr irgendeinen Season Pass oder Battle Pass oder irgendwelche Abos kauft. Und wenn wir das Gefühl haben, dass ein Spiel irgendwie unsere Zeit nicht respektiert oder vielleicht sogar verschwendet, dann sollten wir uns wirklich fragen, ob es das wert ist. Weil wenn wir uns unwohl dabei fühlen, das Spiel zu spielen oder einfach nur total angenervt sind die ganze Zeit, weil wir ja das Gefühl haben, wir haben einfach nur die ganze Zeit irgendeine Karotte vor der Nase, dann sollten wir, glaube ich, lieber aufhören, denn ansonsten verschwenden wir unsere Zeit wirklich aktiv und bewusst und ich glaube, wir können uns auch unser Hobby echt kaputt machen damit auf Dauer. Wir sollten wirklich gucken, dass wir irgendwie so ein Gefühl dafür entwickeln, was gesundes Gaming in Anführungszeichen ist und ganz klare Grenzen ziehen und diese auch einhalten für uns ganz persönlich. Ich glaube und hoffe natürlich, dass das irgendwie dazu führen wird, dass die Entwickler und Publisher mal ihre Methoden überdenken. Aber ich bin ganz guter Dinge, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest die letzten 2 oder 3 Jahre schon um einiges besser geworden ist.
Damit sind wir nun am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, du konntest irgendwie was Hilfreiches aus dem Video für dich herausziehen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das Thema ganz viele Gedanken und Gefühle in dir ausgelöst hat. Und ja, wenn du darüber schreiben möchtest, ein Gespräch führen möchtest, dann schreib doch gerne einfach mal einen Kommentar unter das Video. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.